Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat, hier unterwegs mit dem lieben Outdoor Buddy. Ja. Wir sind heute tief in den Schwarzwald gefahren, vielleicht um wieder den Schnee zu suchen, zu finden, wie auch immer. Was erwartet uns heute? Matze, was haben wir vor? Lagern. Lagern ist Mit immer gut. Vielleicht Zeltofen. Ein bisschen Wärme tut immer gut, gemütliches Getränk. Was Leckeres zu essen. Was Leckeres zu essen, also eigentlich das volle, schöne Waldenprogramm. Genau. Ihr seid wie immer eingeladen, mit dabei zu sein und ja, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, Tee oder ein kühles Bier und viel Spaß mit dem Video. Was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, ich bin heute hier mit neuer Graxe unterwegs. Ist so ein kleines Sammlerstück, nur noch ganz schwer zu bekommen. Aber darüber erzähle ich euch später was, denn jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen bergauf. Ja Leute, wir sind jetzt hier an einer kleinen Hütte angelangt, an so einem Wegeskreuz. Machen jetzt gerade eine kleine Pause, trinken ein leckeres Getränk, weil wir haben wirklich eine wunderschöne Wanderung hinter uns. War teilweise auch recht anstrengend. Fand ich, ging ganz schön berghoch. Berghoch, querfeldein, über Stock und Stein. Ja, ein paar Bäume sind auch quer gelegen, so richtig rustikal, mag ich total gerne. Die Wälder sind hier super schön, also wir haben auch ganz viele waagrechte Plateaus gefunden, wo wir eigentlich auch gedacht haben, dass wir dort eine Lagerstätte finden. Aber wir haben vor, ein bisschen ein größeres Setup heute aufzubauen. Was heißt größeres? Aber auf jeden Fall schön gegenüber mit schönen Tarps und so weiter. Und wir haben keine Stelle gefunden, wo es gegangen wäre. Das hat manchmal so, ne? Ja, wir sind hier auf der Höhenlage, es sind sehr viele Bodendecker. Und immer mal wieder kleine, schöne, freie Flächen mit Steinen. Ja, aber für zwei Personen alleine würde es gehen. Aber wir wollen auch nicht irgendwie 15 Meter auseinander liegen, sondern das soll ein richtig uriges Lager werden. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause. Es wird nämlich schon ein bisschen dunkel. Und dann gucken wir mal. Weil vor allem haben wir noch keinen Schnee gefunden. Also wir können hier gar nicht lagern, wir brauchen Schnee. Jetzt halt so lang es geht noch mit so wenig wie möglich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ist schon mal dunkel. Was geht's? Ja, ganz kurz noch zu diesem schönen nostalgischen Rucksack. Und so habe ich doch tatsächlich bei eBay, also bei eBay Kleinanzeigen, den Fjällräven Gyro
Rucksack gefunden. Also Gyro ist die Lastenkraxe und die gab es anscheinend damals mit vielen verschiedenen Packsäcken. Ich habe so diesen ganz großen Packsack bekommen. Ich weiß nicht, der hat glaube ich so vielleicht 80 Liter, aber mit diesem riesen Deckelfach, wahrscheinlich weit über 100. Erinnert mich an den LJK von Savotta von der Form her, beziehungsweise wahrscheinlich ist es eher andersrum gewesen. Und ich habe für so Wintertrekking-Touren eigentlich sowas gesucht. Und ich bin eher Fjällräven-Fan und sammle gerne diese Rucksäcke. Habe noch einen zweiten, den es auch schon nicht mehr gibt. Und war ganz lustig, weil ich bin dann zu dieser netten Frau gefahren und habe den Rucksack abgeholt. Ihr Mann war da, der hat diesen Rucksack vor vielen Jahren in Schweden dabei gehabt. Und die beiden haben einen Sohn, den David. Dann hat die Mutter gemeint, so ja, der geht auch ganz gerne raus, so outdoor-mäßig. Aber hat noch nicht die erste Übernachtung gemacht, die steht aber kurz bevor. Und haben uns so ein bisschen unterhalten und dann bin ich wieder gegangen. Und dann kam wirklich tatsächlich danach noch mal eine Nachricht, dass er ein großer Fan vom Buschpiraten ist. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Und deswegen möchte ich an der Stelle, David, dich grüßen. Siehst, der Rucksack ist am Start. Ich habe ihn auch schön gewachst und schön frisch gemacht. Gestern Abend. Muss aber noch ein bisschen besser einstellen, aber bin top zufrieden für so einen großen Winter-Biwak-Rucksack. Und im Winter habe ich generell wenig Lust, so Schlafsack, Isomatte am Morgen bei Minusgraden da irgendwie in diese Verpackung reinzufummeln. Und der ist jetzt groß genug, da kann ich alles schön locker flockig reinstecken. Übrigens, David, noch so ein kleiner Hinweis. Also dein Daddy, der war schon in Schweden unterwegs, autark mit dem Rucksack. Das ist ein Abenteurer. Und ich habe gehört, dort wo ihr hinzieht, da habt ihr auch gemeinsame Abenteuer vor und das ist richtig, richtig cool. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner ersten Übernachtung. Respektiere die Natur, deine Mitmenschen, vor allem auch deine Eltern. Und ich wünsche dir so unglaublich viel Spaß draußen. Oder Matze? Ja, komm auch noch. Fall. Ein Gruß an David. Geh raus, genieß Genau. die Natur. Mach die erste Übernachtung, du wirst es nicht bereuen. Ja, so sieht es aus. Also David, viel Spaß. So Leute, wie ihr hier seht, ist alles ein bisschen anders gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben doch tatsächlich dort oben durch den schnellen Einbruch der Nacht auch keinen Lagerplatz gefunden. Zumindest keinen, wo wir gesagt hätten, hey, der ist es jetzt. Es war vom Bewuchs her relativ schwierig. Wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen diesen größeren Aufbau vorgehabt, aber haben uns dann einfach entschlossen, okay, wir machen jetzt unsere schöne Wanderung, die war auch echt cool. Landschaftlich total schön, das war wirklich herrlich. Machen wir zu Ende, machen unsere Runde fertig, noch durch den schönen Wald und sind jetzt hier unten an unseren Autos. Ja, wir haben uns vorbereitet, wir haben jetzt hier wunderbar unser Feuer. Wir werden jetzt hier ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen, jetzt schön lecker kochen und für euch gibt es noch ein paar schöne Impressionen von der Stimmung hier und dann werden wir eine schöne Nacht hier direkt am Wald verbringen. Ja, mit dem Bachrauschen hier. Mit dem Bachrauschen, genau. Im Hintergrund haben wir schönes Bachrauschen. Echt ein schöner Platz hier. Ja. Vorkrepierer. Prost. Gibt es bei mir unterwegs und immer recht gesunde Sachen. Okay. Wie du gesagt hast. Zweite Gang, der brutzelt gerade die Piratenpfanne. Darüber werde ich auch bald mal ein Video machen. Und
braten lässt. Ein sehr einfaches und sehr leckeres Gericht. Und so, Matze, mundet's? Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Schöne Rollpapier anfangen. Und weg. Ja, das war jetzt noch ein richtig gemütlicher Abend. Das Wetter ist noch relativ stabil geblieben und wir haben wirklich super lecker gegessen. Noch viel gelacht und unterhalten. Hier möchte ich jetzt von diesem Schlafsetup nicht zu viel zeigen, denn wie das Ganze hier in diesem Pickup-Camper abläuft mit Schlafen, mit Ausziehen, mit allen Sachen, die dazugehören, werdet ihr in einem anderen Video sehen. Also, bis morgen. So, guten Morgen. Ja, wir haben jetzt schon 8:30. Die Nacht war ganz ruhig, war richtig gut. Ich habe hier super auf diesen Fellen geschlafen. Darunter hatte ich meine Isomatte. Habe dann ein bisschen abgegradet. Ich hatte ja immer diese Ikea-Felle. Jetzt habe ich hier so Felle von Alpenfell. Die sind wirklich super cool. Da will ich mir auch für die Sitze vorne was basteln. Die sind richtig schön fluschig. Verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung, wenn ihr Felle braucht. Ich habe da jetzt schon seit Jahren, also ich habe mein erstes Fell, glaube ich, bei Alpenfell vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gekauft. So ein Rehfell für zu Hause. Und jetzt eben die hier und die sind wirklich von der Qualität her erste Sahne. Ja, wir werden jetzt dann noch gemütlich frühstücken, noch ein Waldgeplauder aufnehmen und dann einpacken und heimfahren. Und wie man sieht, funktioniert das in dem Auto auch hervorragend. Für die Leute, die vielleicht nicht im Wald schlafen wollen oder ja, wofür ich das auch ganz gerne nutze, ist einfach auch, wenn man irgendwie spät loskommt, früh wieder nach Hause muss, aber trotzdem draußen schlafen möchte, dann kann man das wunderbar machen. Das ist wirklich genial. Ja, freue ich mich schon drauf. Was habe ich letztens bei einem anderen Video gesehen? Wie hat der seinen kleinen ausgebauten Camper genannt? Also so ein Pajero, so ein Mitsubishi Pajero, so einen kleinen, so ganz einen kleinen. Der hat so tolle Sachen reingebaut. Echt irre, was man da machen kann. Alltagsfluchtauto. Einfach rein übers Wochenende, bisschen wegfahren, bisschen das Land sehen, schön irgendwo hin, wandern gehen, irgendwo übernachten, vielleicht draußen im Wald dann oder im Auto, je nachdem wie es halt läuft. Cool. Sehr gut geschlafen, sehr gut geschlafen. Gucken wir mal, was der Autobuddy macht. Ah, Matthias, guten Morgen. Guten Morgen. Und? Gut geschlafen. Ja, aber herrlich. Herrlich.
schon 8:30. Ja, 8:30 schon. Und Vögelgezwitschere, hey. Krass. Lustig. Schauen wir mal, wie der Ländle Weinkäse ist aus Vorarlberg Milch. Riechen tut das schon mal sehr lecker. Tschüss. Tschüss. Gut, wir haben jetzt lecker fertig gefrühstückt, werden jetzt in Kürze das Lager abbauen. Matze, war eine sehr coole Tour. Schaut Ja. auf jeden Fall beim Outdoor Buddy auch mal vorbei, macht auch schöne Tourenvideos. Dankeschön. Wenn euch dieser kleine, abwechslungsreiche, kann man wirklich sagen, Trip gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bei Matze gibt es auch ein Tourenvideo übrigens. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch danach auch gerne noch anschauen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, geht raus in die Natur und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.